Hallo. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen grundieren für ein Bild, was ich die nächsten Tage machen möchte, bevor ich mit dem anderen Bild, was ich gerade oben auf dem Tisch stehen habe, dann weitermache. Diesen Moment mag ich am liebsten, wenn es auf das Bild drauf kommt. Und jetzt erstmal ein bisschen vermengen, verteilen. Ich benutze dafür einen sehr, sehr weichen Pinsel, damit ich den Hintergrund auch im Endeffekt nicht zu viel Striche zu sehen sind. Also heute zeige ich euch mal so einen kleinen Überblick über mein Setup. Hier habe ich jetzt gerade ein Video aufgenommen, deswegen steht da der Stuhl, deswegen habe ich da das Bild aufgestellt, um einen schönen Hintergrund zu haben. Momentan habe ich jetzt hier mein Niva heißt das, das ist ja zum Filmen mit Licht aufgestellt. Ja, aber das hier ist so mein Tisch, mit dem ich normalerweise zeichne. Ich habe mir dann so eine tragbare Staffelei gekauft. So ist es gerade hier aufgebaut. Kleines Chaos. Und hier ist jetzt das Bild, woran ich gerade arbeite. Genau, ist aber noch nicht fertig. Da fehlen noch so ein paar Details. Hier unten habe ich dann immer noch leere Leinwände stehen. Das ist jetzt alles, was ich aktuell noch habe. Machen wir die mal weg. Dass ihr mal seht, was da in der Kiste drin ist. Da sind tatsächlich die ganzen Malutensilien, jetzt hängt dieses Ding da, Malutensilien drin. Ja, meine ganzen Farben.
Auch einiges natürlich auf Vorrat, damit für den Fall der Fälle, dass man alles hat. Dann habe ich hier noch 2 Unterlagen, wenn ich halt mal irgendwas mache, damit ich den Boden nicht hier einsaue, weil ich male ja in meinem Wohnzimmer. Hier habe ich Papier drinnen, Acrylpapier, Aquarellpapier. Verwende ich ja gerade ein bisschen weniger tatsächlich, weil ich finde dieses Papier, also finde ich zwar ganz nett, aber bin ich kein Fan von, ehrlich gesagt. Ich mag lieber Leinwände. Dann habe ich hier noch Aquarellfarben. Dann noch solche Farben. Das sind ja diese ganz dünnen Liner sozusagen. Die habe ich auch schon ein paar Mal benutzt. Hier habe ich einen Skizzenblock. Da habe ich noch Mappen drin. Und zwar eine kleinere Mappe. Drehen wir mal um. Die ist ungefähr A4 groß. Da habe ich halt so kleinere Skizzen, Zeichnungen, was ich mal gemacht habe drin. Vor allem Aquarellbilder. Aber das hier ist zum Beispiel auch ein Acrylbild. Da habe ich meine Matroschkas drin, die ich mal gemacht habe. Ja, sonst ist da jetzt noch nicht so viel drin. Das ist ganz praktisch, sowas zu haben. Und hier habe ich eine Mappe. Da habe ich dieses Bild, was ich irgendwie noch nicht fertig gemacht habe. Das ist zum Beispiel mit Acrylpapier gemacht. Ich finde aber dieses Acrylpapier, das saugt Farbe extrem auf. Also da braucht man ganz viele Schichten. Und es stört mich ehrlich gesagt extrem beim Malen. Dann habe ich hier noch dieses Bild. Das habe ich auch mit Acrylpapier gemacht. Und das hier, das habe ich mal aus Spaß gemacht, weil ich Lust hatte, irgendwas Kaltes zu malen. Ja, und dieses Bild habe ich da auch drin. Das sitzt gerade auf dem Kopf. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Momentan, also es ist nicht viel Platz. Es reicht jetzt, sage ich mal, für so Bilder in der Größe. Ist es ja okay, wie ich jetzt hier habe. Ich würde aber gerne mal so riesige, wirklich große Bilder machen. Nur leider kein Platz dafür, weil wir haben eine sehr, sehr kleine Wohnung. 65 Quadratmeter mit Balkon. Ist zwar eine schöne Wohnung, kann man nichts sagen. Der Ort ist auch schön. Aber zum Malen ist es manchmal ein bisschen problematisch tatsächlich. Ja, deswegen schauen wir mal, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber das wäre tatsächlich ein großer Traum von mir, da mal ein riesiges Bild zu malen. Aber heute, das habe ich, das bunte Bild, was ich euch vorhin gezeigt habe, das Blumenbild, da würde ich jetzt heute mal dran weitermalen. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Nun denn, legen wir los.